Hallo, heute ist Montag, der 4. Juli 2022 und ich möchte ein paar Worte zur Bibel sagen. Und zwar nenne ich dieses Video Frag die Bibel. Es ist, wenn man die Bibel liest, so, dass es viele Stellen gibt, die man hinterfragen kann und wo ich auch meine, man sollte sie hinterfragen und nicht darüber hinweglesen oder solche Widersprüche verheimlichen, sozusagen. Ich nehme jetzt mal 2 Punkte raus, beziehungsweise ist es einer, der sich widerspricht. Ich lese euch das mal eben vor. Das ist einmal ein Gebot, und zwar ist es das 4. Gebot. Ich zitiere mal aus der Lutherbibel von 1912. Das ist das 2. Buch Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Ich glaube, das ist etwas, diesen Spruch, den kennen die meisten oder zumindest die mit der Kirche mal zu tun hatten oder zu tun haben oder mit der Religion haben davon gehört und sind auch so erzogen, dass sie eigentlich respektvoll mit ihren Eltern umgehen. Und für die meisten ist es auch, glaube ich, selbstverständlich, weil man auch weiß, man wird selber ja auch älter und ist irgendwann ein Alter und hat Kinder oder Enkelkinder und wünscht sich auch, dass man respektvoll behandelt wird. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Niemand wünscht sich, dass er verachtet wird. So, das ist jetzt der eine Punkt, also das 4. Gebot. Jetzt nehme ich etwas, was völlig dagegen spricht. Und zwar ist das etwas, was Jesus gesagt haben soll. Das ist Lukas 14, Vers 26. Ich lese mal einmal aus der Lutherbibel 1912. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Ich lese es mal einmal noch in Englisch, nehme ich hier King James Bible. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. So, das wollte ich jetzt einmal besprechen. Also, so jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Das soll Jesus gesagt haben. Da ist die Frage, hat er das gesagt oder wird es ihm in den Mund gelegt, dass behauptet wird, er hat das gesagt. Es ist ja so, man muss sich das so vorstellen, es hat ja niemand mitgeschrieben oder aufgeschrieben, was Jesus gepredigt hat oder erzählt hat oder was einer der Jünger erzählt hat,
sondern die Bibel ist im Nachhinein geschrieben und sie ist nicht von Augenzeugen geschrieben, sondern von anderen. Und es ist nicht eine Mitschrift, sozusagen ein Protokoll, sondern es wurde das aufgeschrieben, was über viele Jahrzehnte erzählt wurde. Es sind erzählte Erzählungen, die wieder neu erzählt wurden und wieder neu erzählt wurden und von verschiedenen Menschen. Da ist es bei mir so, da sage ich und denke ich, wenn ich 10 Menschen um mich hätte und ich würde diesen 10 Menschen zur gleichen Zeit etwas von mir erzählen, irgendein Erlebnis, irgendein Bericht, und würde dann diesen 10 sagen, geht mal los in verschiedene Orte und erzählt mal den Menschen dort das, was ich euch erzählt habe von dem. Da kann ich zu 99% sicher sein, dass, wenn man das zusammenfassen würde, 10 unterschiedliche Erzählungen wären. In dem Sinne, dass sie nicht genau so wären, wie ich es gesagt habe, weil wenn man das erzählt, dann greift man selber sozusagen nach den Worten aus seiner Erinnerung und überlegt parallel, was hat er jetzt gesagt oder was hat sie gesagt. Und daraus baut man diese Erzählung. Und sie ist dann nicht haargenau so, und so kann man sich das da auch vorstellen, und ich meine, so muss man es sich vorstellen. Und wenn ich jetzt diese beiden Punkte nehme, das Gebot und diesen Vers, dann ist das für mich so, es ist eigentlich haarsträubend. Es ist ja völlig kontrovers gegeneinander. Es passt nicht zusammen. Und was Jesus da gesagt haben soll, ist ja genau das Gegenteil von dem Gebot und eigentlich von allen wichtigen Geboten, weil das ja auch mit Nächstenliebe nichts zu tun hat, sondern es ist ja das Gegenteil von Nächstenliebe. Und da frage ich mich, kann das wirklich sein, dass er das so gesagt hat und verlangt? Und warum sollte er es so verlangen? Das ist die Frage. Warum sollte er Hass verlangen? Hass säen. Und darüber muss man sprechen, finde ich, und darüber nachdenken und das auch kontrovers diskutieren. Und weil das ein so eklatanter Widerspruch ist, aber gibt ganz, ganz viele Widersprüche in der Bibel, die sind genauso bedeutungsvoll. Weil das so ist, spreche ich das jetzt an, und ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare dazu schreibt oder eure Meinung dazu sagt oder darüber schreibt, wie ihr darüber gedacht habt, als ihr es gelesen habt. Oder ist es ganz neu für euch? Habt ihr schon mal davon gehört oder habt ihr vergessen, dass ihr es gelesen habt? Wie ist das gemeint? Und ich nenne dieses Video Frag die Bibel. Quasi, man hat ja erstmal niemanden unbedingt, den man ansprechen kann, sondern man schaut sich die Bibel an, liest darin und dann fragt man sich, was ist die Bedeutung und kann das die Wahrheit sein, so wie es da steht? Ist es tatsächlich so geschehen? Wer hat das aufgeschrieben, dass das so ist, dass Jesus das gesagt haben soll? Wer ist eigentlich der Autor davon? Und das fände ich mal schön und interessant, das zu hinterfragen. Ja, das wollte ich jetzt sagen.
Und ich belasse es jetzt mal bei diesem einen Punkt. Aber es gibt vieles und vieles muss man hinterfragen und sich auch sagen, die Bibel ist im Nachhinein geschrieben worden, auf der Grundlage von Erzählung. Und darum meine ich, muss man auch behutsam damit sein und auch nach seinem Herz gehen, nach seinem eigenen inneren Gefühl, nach der eigenen Seele und darauf achten, was sagt die eigene Stimme eigentlich dazu? Wie ist dein Empfinden, wenn du dieses oder jenes liest und erfährst, das soll Jesus gesagt haben oder getan haben? Wie reagierst du darauf? Und ich meine, man sollte auch darauf achten, wie man selbst empfindet und an vielen Stellen der Bibel vorsichtig sein. Also ich würde hieraufhin ganz klar sagen, wenn das so wäre, würde ich sagen, lieber Jesus, du kannst nicht erwarten, dass ich meine Kinder hasse, denn dann wäre ich ein schlechter Vater. Aber ein guter Vater liebt seine Kinder. Du kannst nicht erwarten, dass ich meinen Vater und meine Mutter hasse, denn ich liebe sie dafür, oder sie sind ja inzwischen verstorben, ich habe sie dafür geliebt, dass sie mich gezeugt haben, auf die Welt gebracht haben. Sie haben mir sozusagen das Leben geschenkt. Dafür kann ich sie nicht hassen, dafür möchte ich sie nicht hassen, dafür würde ich sie nicht hassen. Und ich möchte auch von meinen eigenen Kindern nicht gehasst werden, weil sie Leben haben. Ich wünsche mir auch von meinen eigenen Kindern Respekt, das sage ich jetzt mal. Ich glaube, es geht den meisten Menschen so. Und die Frage ist, was machen wir jetzt mit diesem Punkt, mit dieser Unterstellung? Oder wenn es tatsächlich so ist, was macht man damit? Will man diesen Forderungen entsprechen und folgen? Da bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich sagen muss, nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und wäre ich in Gegenwart von Jesus und er würde dieses sagen, würde ich ihm in diesem Gespräch widersprechen und sagen, Jesus, nein, das geht nicht so. Das kann man nicht erwarten. Und lies mal die Gebote und schau mal, womit das harmoniert und womit nicht. Und darum habe ich meine Zweifel an diesem Punkt und an diesen Aussagen. Das wollte ich jetzt betonen und jetzt habe ich lang genug darüber gesprochen und jetzt mache ich Schluss und ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare dazu schreibt. Okay? Und tschüss und ich wünsche einen schönen Tag allen.